Ja, ich habe mir ein kleines Thema ausgesucht für heute. Machine Learning für die Extraktion von unterschiedlichen Konzepten aus Online-Stellenausschreibungen. Genau, und ich werde wahrscheinlich technisch gar nicht so tief reingehen, sondern eher so grundsätzlich unsere Herangehensweise beschreiben und was sich daraus für Herausforderungen und auch Chancen ergeben für die Extraktion von diesen Konzepten. Ja, grundsätzlich haben wir folgende Herausforderungen zusammen mit der Bertelsmann Stiftung. Ja, wir haben über 250 Millionen Stellenausschreibungen der letzten Jahre. Und ja, diese Datenbank wollen wir jetzt unterschiedliche Fragen fragen, unter anderem zum Beispiel, welche Berufe werden im Wirtschaftszweig Luftfahrt gesucht oder werden im Hochbau heute die gleichen Kompetenzen gesucht wie vor 5 Jahren oder hat sich das Kompetenzprofil verändert? Oder wie hat sich die Covid-19-Pandemie auf die Nachfrage nach einer bestimmten Qualifikation im Gastgewerbe ausgewirkt? Also werden zum Beispiel, wird weniger nach Service gesucht in den letzten 2 Jahren. Oder auch wird der Soft-Skill Eigenmotivation häufiger im berufsfachlichen oder im akademischen Kontext häufiger gesucht. Und um diese Fragen irgendwie mit OJVs beantworten zu können, brauchen wir 2 Dinge. Erstmal sehr viele Stellenausschreibungen und dann brauchen wir die Extraktionsverfahren, um die Ausschreibungen so aufzubereiten, dass wir diese analysieren können, und zwar konsistent über die Jahre hinweg, über unterschiedliche Stellenportale und so weiter. Und ja, dafür sind so einheitliche Taxonomien sehr hilfreich, weil es hilft uns nicht besonders viel, wenn wir irgendwie wissen, an dieser Stelle in einem Text ist eine Kompetenz, aber wir können die im Prinzip nicht zuordnen und die vergleichen mit einer Kompetenz in einer anderen Stellenausschreibung. Deswegen benutzen wir hier 4 unterschiedliche Taxonomien. Einmal für die Berufe ist das die Klassifikation der Berufe 2010. Taxonomie für die berufsspezifischen Kompetenzen nutzen wir die Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit aus der Datenbank der Kennziffern. Für die Teilqualifikation benutzen wir ein Modell, das von der Bertelsmann Stiftung und der Bundesagentur für Arbeit entwickelt wurde. Und für transversale Kompetenzen wird gerade eine eigene Taxonomie entwickelt und dann auch in Zukunft geteilt werden. Da hatte Martin Nowak schon kurz drüber gesprochen vorhin. Gut, ja, wenn wir diese Konzepte extrahieren wollen, dann brauchen wir erstmal unterschiedliche Schritte. Und ja, die lohnt es sich auch erstmal isoliert zu betrachten und dann im Prinzip Strategien für diese einzelnen Schritte zu finden. Deswegen grundsätzlich, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wir wollen Berufe extrahieren aus dem Text, ist der erste Schritt im Prinzip, müssen wir erstmal die Stelle finden, an der ein Beruf steht. Ja, dann wissen wir, okay, hier in dieser Wortsequenz ist ein Beruf zu finden. Im zweiten Schritt muss man dann aus dieser Wortsequenz im Prinzip Kandidaten generieren, welche Berufe das sein könnten. Also aus der Klassifikation der Berufe. Hier Elektroniker zum Beispiel ist eine Berufsbezeichnung, die in sehr unterschiedlichen Berufen verwendet wird. Also da wird eine lange Liste von KLDBs generiert. Und dann gibt es im Prinzip noch den Schritt der Disambiguation, wo wir im Prinzip aus dieser Liste der möglichen Berufe möglichst den einen oder die 2 Berufe filtern, die hier in dieser Ausschreibung tatsächlich gesucht werden. Und dafür benutzen wir ganz unterschiedliche Komponenten für die Extraktion von den unterschiedlichen Konzepten. Ganz kurz, was sind so die wichtigsten? Das ist einmal eine Ontologie. Die Ontologie gibt uns im Prinzip die Struktur vor. Das sind die hierarchischen Taxonomien, angereichert über Relationen, über Suchwörter, Lexikalisierungen und bildet so die Basis für alle Extraktionsverfahren. Dann ein Named Entity Recognition Verfahren, vor allem um diese Wortsequenzen im Text überhaupt erstmal zu finden. Ergänzt mit einem Rule-Based Ansatz,
der im Gegensatz zum Named Entity Recognition Ansatz nicht statistisch, sondern ja, auf der Ontologie basiert. Und zuletzt vor allem für die Disambiguation und Entity-Linking-Verfahren, das sowohl regelbasiert als auch statistisch sein kann. Schauen wir uns das mal ganz kurz an für 3 der Konzepte. Zum Beispiel Berufe. Also ich habe immer ein Beispieldokument so dabei, wie das dann aussieht. Hier für die Berufe benutzen wir eine ontologische Extraktion. Das heißt, aus der Ontologie werden Extraktionsregeln generiert, die über den Text laufen. Dazu wird das angereichert mit weiteren Extraktionsregeln. Hier für den Beispiel für so eine Extraktionsregel ist relativ simpel. Für Berufe ist, ja, immer wenn MBD da steht, dann finde im Prinzip die Noun Phrase, die vor diesem MBD steht. Und das Ganze natürlich dann noch ein bisschen elaborierter mit weiteren Patterns angereichert. Hier rechts sieht man jetzt zum Beispiel, ja, ganz oben die erste Sequenz ist nicht komplett korrekt extrahiert, aber die Stelle ist schon mal die richtige. Und im zweiten Schritt gibt es dann die statistische Disambiguation. Die funktioniert über das Entity Linking, was grundsätzlich auf den Word Embeddings von den Wortsequenzen basiert. Das heißt, wir vergleichen das Embedding und auch den Kontext um die Wortsequenz des Berufs herum mit dem Embedding, was wir in der Ontologie für die unterschiedlichen Berufe gespeichert haben. Die erste Evaluation, das haben wir mal gemacht für 5 Berufe, den Koch, Fachkraft im Gastgewerbe und die 3 Bauberufe hoch, tief. Und da bekommen wir, wenn wir uns erstmal nur die Wortsequenzen im Text, wenn wir die finden wollen, ist die Precision relativ hoch, Recall noch ausbaufähig. Das liegt einfach daran, dass man mit diesen Patterns sehr gut die Precision steuern kann, weil man sehr gut festlegen kann, was gefunden werden soll und was nicht. Deswegen ist es da immer einfacher, die Precision zu erhöhen als den Recall. Bei der Disambiguation ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Auf 3-Steller-Ebene, da geht es nur um den Jobtitel aus der Stellenanzeige, also nicht aus dem Volltext, sondern nur der Jobtitel tatsächlich disambiguiert. Haben wir auf der 3-Steller-Ebene Precision von Punkt 8.6 und Recall von Punkt 6.1. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eine sehr große Ambiguität in diesen Jobtiteln haben. Und da steht manchmal einfach nur, wir suchen einen Bauhelfer. Ja, ein Bauhelfer kann aus sehr unterschiedlichen Berufen kommen. Und es ist schwierig, nur aus diesem kurzen Jobtitel im Prinzip dann die korrekte KLDB zuzuordnen. Manchmal steht auch nur da Mitarbeiter gesucht zum Beispiel. Ja, daraus kann man dann auch nicht auf eine bestimmte KLDB-ID schließen. Auf der 5-Steller-Ebene dementsprechend geht das noch ein bisschen runter, die Precision und der Recall, was einfach mit der Disambiguität der Berufe selber zu tun hat und dann natürlich der Problematik mit den Jobtiteln. Also einer meiner Lieblingsbeispiele ist da immer die Servicekraft, wenn im Jobtitel eine Servicekraft gesucht wird. In 2/3 der Fällen wird da eine Helferstelle, also mit dem KLDB-Code 1 am Ende gesucht, und in 1/3 der Stellen wird da eine Fachkraft gesucht mit der KLDB, mit der 5. Stelle nach 2. Und das sind Sachen, die kann man aus dem Jobtitel so, ist fast unmöglich, darauf zu schließen, welche KLDB hier genau gemeint ist. Teilqualifikation. Da geht es darum, pro Beruf haben wir so 5 bis 7 Teilqualifikationen oder Handlungsfelder, die für unterschiedliche Berufe definiert wurden. Und die wollen wir aus dem Text extrahieren. Hier haben wir ein bisschen anderen Ansatz gewählt. So haben wir dafür tatsächlich Dokumente annotiert. Insgesamt sind das mittlerweile 10.000 Dokumente über 10 Berufe. Die Annotatorinnen werden da fachlich geschult, was den Beruf ausmacht, was die einzelnen Handlungsfelder ausmacht, so dass sie dann auch im Text gefunden werden können. Die Annotation selber wird auch evaluiert, also wir berechnen die Inter-Annotator Reliability
Zum Beispiel auch, um zu messen, wie hoch die Ambiguität bei den Teilqualifikationen ist. Das Ganze wird ergänzt mit einer ontologischen Vorannotation, also einem regelbasierten Vorannotationen, was wir im Prinzip aus den Informationen über die Handlungsfelder schon generieren können. Und dann mit den Annotationen und der ontologischen Vorannotation wird ein statistisches Modell trainiert, um im Prinzip diese Regeln und die Annotation weiter zu generalisieren und da flexibler die Teilqualifikation im Text zu finden. Das Ganze, diese Modelle trainieren wir immer pro Beruf. Deswegen hier ist eine Range angegeben von Precision und Recall. Da haben wir relativ gute Ergebnisse, vor allem bei Berufen, wo es wenig Ambiguität gibt in den Ausschreibungen. Es ist ein bisschen schwieriger zum Beispiel bei Kochstellen als im Hochbau. Gibt es sehr interessante Unterschiede dazu, wie auch Stellenausschreibungen formuliert sind zwischen Berufen. Genau, und zuletzt noch letztes Konzept, und zwar transversale Kompetenzen. Da war der Ansatz tatsächlich eine komplett neue Taxonomie zu entwickeln, mit insgesamt ungefähr 320 transversalen Kompetenzen. Und die Extraktion ist hier im Moment rein regelbasiert, funktioniert nur über die Ontologie, die aus der Taxonomie generiert wurde. Da aber auch vielleicht ganz interessant, hier haben wir 16.000 Synonyme und Lexikalisierungen angelegt für die Konzepte in der Taxonomie. Das teilweise automatisiert über Synonyme oder über tatsächliche Stellenausschreibungen, wo wir mögliche Kandidaten für transversale Kompetenzen identifiziert haben, die dann aber händisch im Prinzip zugewiesen und qualitätsgesichert wurden. Die Evaluation steht hier noch aus. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass wir auch hier eine relativ hohe Precision haben und auch hier der Recall im Prinzip das ist, wo der noch stark ausbaufähig ist. Damit komme ich auch schon zu den Herausforderungen und Chancen. Also grundsätzlich, wenn wir rein statistische Verfahren verwenden wollen würden, dann bräuchten wir sehr große Datenmengen, und zwar sehr große Mengen an annotierten Daten, die es so nicht wirklich gibt und auch sehr, sehr komplex, diese zu erstellen. Die Ambiguität, die ich schon mehrfach angesprochen habe in den Stellenausschreibungen, aber auch von den Taxonomien selber setzt so natürliche Grenzen darüber, was irgendwie klassifizierbar und disambiguierbar ist. Die Annotation und die Evaluation sind sehr herausfordernd, gerade bei solchen Konzepten, wo wir sehr viele Klassen haben. Also wir haben bei der Annotation der Handlungsfelder haben wir am Anfang auch einiges ausprobiert, unter anderem, ob wir auch die berufsspezifischen Kompetenzen direkt mit annotieren können. Aber selbst das ist natürlich kognitiv eine sehr große Herausforderung, weil eine Person, die das annotiert, muss dieselben Schritte durchgehen wie der Algorithmus. Also erst erkennen, an welcher Stelle steht eine Kompetenz, welche Kompetenzen könnten das sein und sich dann auf eine Kompetenz festlegen. Und das eben aus einer riesen Liste von Kompetenzen. Und da ist es einfach sehr, sehr schwierig, auch Übereinstimmung über verschiedene Annotatorinnen hinweg zu finden, weil es auch sehr stark kontextspezifisch interpretiert werden kann. Und man einfach diese langen Listen von Kompetenzen gar nicht so in seinem Arbeitsspeicher haben kann. Genau, und dann ist natürlich auch immer eine Abwägung zwischen Effizienz und Komplexität, der Komplexität der Modelle. Das ist insbesondere bei uns relevant, wenn wir unsere Algorithmen dann auf 250 Millionen Stellenausschreibungen anwenden wollen. Da spielt dann Effizienz auch eine Rolle. Gerade so regelbasierte Extraktionsverfahren können relativ aufwendig sein beim Processing. Deswegen ist das auch eine relevante Kategorie, wenn man sich entscheidet, wie man diese Extraktion designt. Johannes, auch bei den Potenzialen auf der anderen Seite, ja?
Paar Minuten sind wir schon drüber. Ich habe ein bisschen laufen lassen, aber vielleicht kannst du die noch schnell machen, die Folie, oder zum Ende kommen. Ja, sorry, natürlich. Potenziale, ja, Ontologien bieten da einen wertvollen Mehrwert, dadurch, dass wir eben diesen qualitativen Input haben für unsere Modelle. Dann regelbasierte Modelle bieten uns ein hohes Maß an Kontrolle, sind in der Regel gut interpretierbar und ergänzt mit statistischen Modellen können wir diese dann weiter generalisieren. Ich glaube, dass diese Verbindung sehr gut funktionieren kann. Und zuletzt ist, glaube ich, eine sehr große Chance bei der Extraktion, wenn man auch nicht nur Precision Recall reportet, sondern eben auch Transparenz ist in seinem Modell zum Thema Ambiguität, ja, und was es da für konzeptionelle Schwierigkeiten auch gibt in der Taxonomie, die man verwendet. Gut, vielen Dank.